Moin Leute, willkommen zur vierten und vorerst letzten Episode unserer Wanderung auf der GTA. In den vergangenen Tagen meistern wir viele Höhenmeter. Neben wunderschönen Pässen oberhalb von 2000 Metern steigen wir täglich tief in schmale Täler ab. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze ist es dort erheblich anstrengender, als sich in den Höhen der Berge zu bewegen. Schau gerne auch bei den anderen Episoden vorbei, die Links findest du in der Videobeschreibung. Der Abend hier oben, kurz vor dem Colle di Termo, ist windstill, kühl und somit auch recht feucht. Die Sonne geht unter, die Temperaturen fallen und die aufgeheizte Luft des Tages setzt ihre gespeicherte Feuchtigkeit frei. Es kehrt Ruhe ein am Berg und das rege Treiben der Tiere findet für ein paar Stunden komplette Stille. Auch wir verkriechen uns ins Zelt und genießen die unvergesslichen Stunden alleine hier oben am Berg. Es kostet uns einiges an Überwindung, am Morgen aus unseren Schlafsäcken zu kriechen. Die ersten Sonnenstrahlen spenden Wärme auf einem Weg in einen neuen Tag. Unser Pass am frühen Morgen. Gleich geschafft. Guten Morgen vom Pass. Ich glaube, Colle di Termo heißt er. 2351, wenn ich mich nicht irre. Wir sind jetzt gerade eine halbe Stunde von unserem Schlafplatz aus gelaufen. Schlafplatz war ungefähr, da so. Und wir kamen gestern ganz aus dem Tal, beziehungsweise da oben vom Pass so runter ins Tal, dann hier hoch. Jetzt sind wir hier krass hochgelaufen, eine halbe Stunde. Es steht mal wieder ein heftiger Abstieg bevor. 1000 Meter geht es wieder runter. Und ja, ansonsten war Schlafplatzsuche gestern. Ja, wir hatten Glück, dass wir überhaupt was gefunden haben, sagen wir mal so. Haben aber doch ganz gut geschlafen, ein bisschen Schieflage. Aber haben wir hingekriegt. Es war kalt, also glaube ich die kälteste Nacht. Thermometer hat jetzt im Zelt 8 Grad angezeigt, also wird es draußen auch mal ein bisschen kälter gewesen sein. Und jetzt auch morgens, also Handschuhe an, gefühlt gefrorene Zehen. Es war schon kalt, als wir los sind, aber jetzt geht's. Und hier oben auf dem Pass ist es zum Glück auch nicht wirklich windig, also eigentlich gar nicht. Ja, genau. Das heißt, ich würde sagen, hier oben gibt es jetzt noch einen Frühstückskeks und dann geht's auch schon wieder runter. Dort haben wir kurz Pause gemacht. Hier haben wir unser Wasser aufgefüllt. Rucksäcke sind soweit ready. Und ja, das ist Rima. Schon richtig schön. Viele alte Walliser Häuser. Ja. Und dann geht's für uns jetzt da oben auf den Berg. So, wir haben 13 Uhr. Hier unten im Tal ist der kleine Ort Rima. Und hier oben ist der Pass. Dort standen wir heute Morgen um 8:30 Uhr, nachdem wir eine halbe Stunde den letzten Aufstieg, die letzten 200 Höhenmeter überwunden haben und haben dann hier den Abstieg gemacht. Einmal hier runter über die Wiese und dann hier durch den Wald. Ja, und jetzt sind wir schon bei 1900 Höhenmeter wieder. Und ja, ist nicht mehr weit, dann sind wir wieder beim nächsten Pass bei 2300. Feel the wind as it brushes right over my cheek. See the haze as it covers my eyes. Feel my body's intention in your mind. So, wir sind am zweiten Pass des Tages. Und dann geht es dort nachher weiter runter. Und wo sind wir hier?
sind hier am Kolmat, 2324 Meter. Und ich würde mal sagen, Aufstiegsrekord. Ausgeschrieben waren 2 Stunden 30. Wir haben es in genau 2 Stunden geschafft, was absolutes Höchstleistungs-Highlight war, was die Beschilderung angeht. Weil sonst waren wir nämlich immer deutlich langsamer. Und warten Sie auf den Bus. Wetter ist nicht so gut. Hat schon gedonnert. Ja. Und jetzt sitzen wir hier. Und es regnet. Na, wir warten mal ab, was passiert. My body's intention, no man can destroy as it arises and leaves me alone. Feel it all coming down. Herzlich willkommen in Alanya Valsesia. Die Tagesetappe hat es von uns verlangt, dass wir heute Nacht etwas tiefer verbringen. Und so haben wir uns kurzerhand entschlossen, ein Zimmerchen zu buchen. Ja, der Tag war super, super anstrengend. Es waren nur 17 Kilometer, aber dafür 2000 Höhen mit 2100 Höhenmeter nach unten, 1200 nach oben. Und es war schon, als wir unten waren, 17:30 Uhr und wir hatten einfach auch nicht mehr Kraft und Energie, noch weiter zu laufen. Vor allem geht es hier noch mal eine ganze Zeit im Tal entlang, durch kleine Ortschaften. Und da wäre die Schlafplatzsuche sowieso etwas schwierig gewesen. Und wie gesagt, jetzt sind wir hier unten, haben gerade schon was gegessen. Jetzt gehen wir nochmal duschen und dann geht es, glaube ich, auch schon ins Bett. Dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Guten Morgen aus Alanya. Es ist 8:56 Uhr. Wir sind quasi ausgeschlafen und gut gefrühstückt. Und starten jetzt in die nächste Etappe. Heute geht's auf knapp 2500 Meter hoch. Das heißt, ich glaube, wir haben um die 1000 Meter Anstieg, aber auf ca. 10 Kilometer verteilt. Das heißt, ist ein Klacks für uns. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später unterwegs. Ciao. Als wir uns gestern Abend auf die heutige Etappe vorbereiteten, war schnell klar, es wird eine ganz besondere werden. Ein langer Aufstieg steht auf dem Plan. Am Refugio Valevogna trinken wir den zweiten Espresso des Tages und starten in den Aufstieg zum Passo de Macagno. Zunächst teilen wir den Weg mit Dayhikern, die sich teils mühsam ihren Weg zum kleinen wunderschönen Dorf Pecha bahnen. Danach gehört der Trail uns ganz allein. Sanft schlängelt sich der Fluss durch das gesamte Tal bergauf und es wird ein atemberaubender Tag mit einem noch schöneren Abend. Da geradeaus müssen wir rüber, vermute ich. Nein, das ist dann doch die falsche Richtung. Tja, richtige Orientierung will gelernt sein. Schließlich finden wir unseren Weg Richtung Pass, folgen dem Pfad an ein paar Bergseen vorbei und steigen über Boulders die letzten Meter zum höchsten Punkt des Tages auf. Herzlich willkommen am Passo de Macagno,
2495 Meter. Wir haben es geschafft, endlich. Es ist 2:45. Oh, heute knallt die Sonne richtig. Also dementsprechend ist es umso anstrengender. Aber es ist richtig geil hier oben. Also der ganze Aufstieg war ja schon total cool. Und jetzt haben wir heute auch eine relativ klare Sicht. Also man sieht hier hinten Monte Rosa Gebirge mit Gletschern. Hier drüben noch Schneefelder. Auf der anderen Seite ist die Sicht ein bisschen nicht ganz so klar, aber trotzdem total geil. Keine Ahnung, was das ist, macht aber auch nichts. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier unten durchgehen. Ja, und dann mal gucken, ob wir da einen Schlafplatz direkt schon suchen, wobei es dafür noch ein bisschen früh ist. Wahrscheinlich werden wir da drüben noch über den Pass gehen und mal gucken, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und ansonsten sind wir erstmal total happy, dass wir hier sind. Ja, war richtig geiler Aufstieg. Richtig cool. Teilweise haben wir uns wieder wie in Kanada gefühlt, mit dem reißenden Fluss neben uns. Und geil bewachsen, geile Vegetation. Und immer einen schönen Weitblick. Das gefällt uns. Jo, genau. Dann sagen wir mal bis hierher. Erstmal ciao. So, da sind wir gerade runtergekommen. Keiner weiß wie immer bei solchen Sachen. Hier so da oben war der Pass, 2500. Ja, und jetzt sind wir unten. Hat ganz gut geklappt. Aber diese steilen Dinger sind ja immer so eine Sache für sich. Hello and welcome back. Wir sind am Ort der Nacht angelangt. Wir sind, ja, wo sind wir eigentlich? Wir sind irgendwo zwischen zwei Pässen auf 2000, ich weiß nicht genau, 2100, 2200 Meter ungefähr. Es ist jetzt 18 Uhr und ja, wir sind ganz schön kaputt. War heute wieder ein straffer Tag. Die Sonne steht jetzt noch extrem hoch. Wir sind auch wirklich den ganzen Tag in der kalten Sonne gelaufen und haben heute 22 Kilometer geschafft, 1500 hoch und nur 450 runter. Das ist quasi Negativrekord, was das Runtergehen angeht. Aber das darf auch mal sein. Wir sind auf jeden Fall in einer super coolen Landschaft hier, also ein Mix aus Stein und Wiesen. Unser Weg geht dann ja irgendwo hier rüber. Irgendwo da hinten ist dann auch morgen der Koll, über den wir müssen. Und dann erwartet uns wieder ein straffer Abstieg. Aber heute ist erstmal heute. Wir sind froh, dass wir so gut durchgezogen haben, gut geschafft haben. Haben jetzt gerade auch schon das Zelt aufgebaut. Das ist, genau, steht schon. Ist aber noch nicht eingerichtet. Machen wir dann gleich. Ansonsten haben wir auch schon ordentlich Hunger. Und werden uns dann gleich was Leckeres zu essen kochen. Ja, und ansonsten der Tag, der war echt super schön. Also der Aufstieg, der hat sich gezogen über bestimmt, 10, 14 Kilometer. Und der war halt schön offen. Also wir sind ein Tal komplett nach oben gelaufen. Immer Richtung Pass schauend. Hatten, als wir zurückgeschaut haben, immer das Monte Rosa Massiv noch im Blick. Zwischen dem Tal ist ein super toller Gebirgsfluss lang geflossen. Also das war wirklich extrem schön heute. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, wir sind total happy, dass wir jetzt hier sind. Und werden jetzt mal den Abend genießen. Und sagen erstmal ciao. Heute im Programm kreative Wasseraufnahme. Man nimmt, was man kriegen kann. So ist das mit der Wassersuche auf 2300 Meter Höhe. Ist nicht mehr viel Wasser da.
Freunde, was ist hier bloß los? Was für ein toller Abend. Was für eine schöne Nacht. Franzi, wo sind wir hier? Wie geht es dir? Guten Morgen. Wir haben gerade den ersten Pass des Tages erreicht. Es ist 8:26 Uhr und wir sind auf dem Pass del Mologna Grande auf 2354 Meter. Geil, das war auch ein super kurzer Aufstieg. Wir haben ja hier direkt im Valley geschlafen. Irgendwo, naja, man weiß es nicht. Also nicht am See, sondern ich glaube eher dort oben und sind jetzt hier über die Boulders nach oben gekommen. Gerade noch 2 nette Italiener getroffen, die hier oben auch unterwegs sind. Haben uns ein bisschen ausgetauscht über den Weg und über die Möglichkeiten, wo man denn von hier am besten das Monte Rosa Massiv sehen kann. Ja, heute wieder perfektes Wetter, keine Wolke am Himmel. Es ist schon angenehm warm. Und jetzt heißt es für uns rein in den Abstieg. Wir werden als erstes zum Refugi, da nochmal einen Espresso einnehmen. Und dann geht es nämlich irgendwie an die 1000 runter. Also schon wieder richtig was los hier am Morgen. Und ansonsten war der Abend war richtig schön. Also wir hatten ausgiebig Zeit, uns mal ein bisschen zu erholen, haben wieder lecker gekocht. Und ja, noch so lange es ging, bis es kalt wurde, draußen gesessen. Die Nacht waren laut Thermometer nur 8 Grad, aber gefühlt sehr kalt. Also wir mussten uns richtig einkuscheln in den Schlafsack, aber war trotzdem super schön. Und es ist einfach herrlich, hier oben alleine zu sein, eine absolute Ruhe zu spüren und mal richtig runterzukommen. Also es lohnt sich, die ganze Anstrengung und der Aufstieg, weil es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und dafür macht man das Ganze. So, und nicht lang schnacken, jetzt geht's weiter. Bock auf Espresso und dann geht's wieder runter. Ciao, ciao. So, wir sind schon wieder am Abstieg, hatten aber dort am Refugio kleine Kaffee- und Kuchenpause gemacht, morgens um 9. Ja, einfach mal ein bisschen Zucker rein für den Abstieg. Dauert jetzt, was sagt das Schild? Das Schild sagt Pedi Cavello 2 Stunden. Ja, da geht's runter. Bereit? Bereit. Gut. Dann ab dafür. I see your demons in my deal. I separate the ones you fear. You fear. All of my days. 14:24 Uhr haben wir es jetzt. Heute Morgen standen wir dort oben am Pass. Um kurz nach 8, glaube ich. Haben hier im Refugi Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und sind dann hier das gesamte Tal abgestiegen. Es hat über 2 Stunden gedauert, 2,5, und sind dann hier in den Ort, den ich immer noch nicht aussprechen kann, Pedigancello. Haben dort jetzt eine längere Pause gemacht, was gegessen. Und jetzt geht's hier schon wieder den nächsten Berg hoch. Immer hoch und wieder runter. They're over too soon. Oh yeah, yeah. When it's over, things will never ever be the same. Guten Morgen aus Rosazza. Wir sind gestern hier in diesem kleinen, historischen, sehr außergewöhnlichen Ort gelandet und haben jetzt hier in diesem, also Albergo ist es nicht, eigentlich sind es nur ein paar Zimmer, das ist eine ehemalige umgebaute Schule. Haben jetzt hier übernachtet, weil es hier unten im Tal keine Möglichkeit gab, das Zelt aufzubauen.
Und weiterlaufen wollten wir nicht. Wir sind gestern zwar nur 16,5 Kilometer gelaufen, aber schon wieder 2000 runter. Und das ist einfach wirklich viel. Und wir konnten auch einfach gar nicht mehr. Und haben dann hier gestern Abend noch Pizza gegessen. Oh ja, und diese Kirche, die hat die ganze Nacht durchgetrellert. Also, es war doch etwas ungewohnt. Naja, so, jetzt werden wir von hier aus starten Richtung Sartorio Europa. Das ist ein sehr, sehr, sehr großes Kloster. Und das ist jetzt erstmal unser nächstes Ziel. Und da geht es nach dem Frühstück hin. Dann sage ich bis später. So Freunde, es ist soweit. Wir sind auf dem letzten Col der Tour bis hierher. Col della Colma auf 1622 Meter. Mir wurde was zugeflüstert. Und wir haben von hier aus nochmal einen tollen Blick auf das Monte Rosa Massiv. Man sieht hier hinten wieder ein bisschen die Eisspitze. Ja, und haben hier einen ganz schönen Rundumblick. Aber man merkt schon, es wird flacher. Die Alpen hören hier auf. Und wenn wir mal auf die andere Seite gucken, sehen wir sogar schon unser finales Ziel. Und zwar Santuri Europa. Das ist ein, wie man sieht, richtig, richtig großes Kloster. Wir wissen noch nicht ganz genau, was es damit auf sich hat, aber das ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall wird das Ziel sein. Nicht nur für heute, sondern auch für diesen Abschnitt und diese Tour vom GTA. Das ist jetzt der Ort, wo wir den Bus rausnehmen werden. Wir hätten in der Theorie noch einen Tag länger Zeit zum Laufen, aber das Problem ist, dass wir dann einfach wir kommen nicht mehr raus. Also es gibt keine Möglichkeit dann mehr sozusagen den Ort zu verlassen und irgendwie nach Hause zu kommen. Deswegen, ja, heute hier der letzte Abstieg, der uns jetzt bevorsteht. Und ja, dem werden wir uns jetzt mal widmen und sagen, ciao, ciao. Auch wenn die GTA an dieser Stelle für uns pausiert. Wir sind schon wieder unterwegs. 2 weitere Inseldurchquerungen warten auf uns und im Anschluss, so viel darf ich sagen, wird das nächste Abenteuer kälter und abgelegener sein. Seid gespannt, es lohnt sich. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Check. Also, ja, das ist Regina Montes Europa. Und wo sind wir hergekommen? Da oben vom Berg. Ja, das war's. Es waren ja um die 270, 80 Kilometer. Man weiß es noch nicht, wir werden es ausrechnen. Sind jetzt auf jeden Fall froh über die Leistung, über den Weg bis hierher. Mega Bock gemacht. War super herausfordernd. Und ja, wir werden sicherlich wiederkommen. Also dann, wir sagen ciao, ciao. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über dein Like. Und abonniere gern den Kanal. Dann sehen wir uns zu einem neuen Abenteuer irgendwo da draußen wieder. Happy Trails und ciao. I wish I could stay here beside you in this moment. There's a future ahead of me, but the future can wait.